Der FC Bayern München gegen Arsenal London, der absolute Champions League Kracher am 5. Spieltag. Heute gibt's meine große Bayern-Prognose, meinen Champions League Tipp und natürlich die mögliche Bayern-Aufstellung für dieses Mega-Duell. Bundesliga-Tabellenführer Bayern München trifft auf den ersten der Premier League, den FC Arsenal. Das heißt auch der erste der Champions League Tabelle Bayern gegen den zweiten Arsenal London. Servus, liebe FC Bayern-Fans und Fußballfreunde. Was für ein Champions League-Topspiel wartet da auf uns? In diesem Video bekommst du alle wichtigen Infos zum Auswärtsspiel der Bayern in London, meine Einschätzung zum Spiel Arsenal gegen Bayern und natürlich meine mögliche Startelf von Vincent Kompany. Wie sieht deine Prognose für den FC Bayern gegen den FC Arsenal in der Champions League aus? Dein Tipp gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Bayern-Video gefällt, lass unbedingt einen Daumen hoch da. Gemeinsam knacken wir die 100 Likes und abonniere Werners Fußballecke und die Glocke aktivieren, damit du kein neues FC Bayern-Video mehr von mir verpasst. Dann starten wir jetzt rein in meine Champions League-Prognose für Arsenal London gegen den FC Bayern, inklusive meiner möglichen Bayern-Aufstellung. Und damit werfen wir jetzt den ersten Blick auf die mögliche FC Bayern-Aufstellung. Bevor wir aber tiefer in die Kompanie-Taktik eintauchen, bekommt ihr erst noch ein paar richtig spannende Fakten zu beiden Teams, damit ihr genau wisst, was uns in London erwartet. Hier sehen wir die aktuelle Champions League-Tabelle vor dem 5. Spieltag. Und Leute, was für ein absoluter Wahnsinn! Bayern München und Arsenal London, beide 4 Spiele, beide 4 Siege, beide 12 Punkte. Das ist ein europäisches Spitzenduell, wie man es selten bekommt. Mit der beste Angriff der Champions League, der FC Bayern mit 14 Toren, trifft auf die beste Defensive in der Königsklasse. Arsenal hat in 4 Spielen noch keinen einzigen Treffer kassiert. Also ganz ehrlich, ein größeres Topspiel gibt es im europäischen Fußball aktuell nicht. Und nein, dieses Spiel wird ganz sicher auch nicht 0:0 zu Ende gehen. Dafür haben die Bayern einfach viel zu viel Power nach vorne. Und selbst im Worst Case, nur rein theoretisch, würde der FC Bayern trotz einer Niederlage in den Top 8 bleiben. Und wir wissen ja, alle Teams in den Top 8 sind direkt fürs Champions League Achtelfinale qualifiziert. Aber mein Fußballtipp sagt da was ganz anderes, dazu aber später im Video mehr. Mit einem Sieg in London wäre der FC Bayern praktisch schon so gut wie durch. Also Leute, Daumen drücken. Hier sehen wir nochmal kompakt die bisherigen Partien beider Teams in der Ligaphase der Champions League. Klar, Arsenal mit 4 Siegen, 0 Gegentoren, beeindruckend. Aber wenn man ehrlich ist, ihre Gegner waren im Vergleich zu den Bayern doch die deutlich leichteren Prüfungen. Die Bayern mussten da schon eine ganz andere Hausnummer wegstecken. Chelsea, PSG, das sind Gegner, die du erstmal schlagen musst. Und die Bayern haben nicht nur gewonnen, sie haben richtig starken, dominanten Fußball gespielt. Schön, aber auch erfolgreich. Bevor wir gleich auf die mögliche Bayern-Startelf schauen, werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuell gefährlichsten Torschützen und Vorlagengeber beider Teams. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier spielt Arsenal noch ihren 12. Premier League Spieltag gegen Tottenham, aber das hier ein ganz guter Überblick. Links seht ihr die Top-Torschützen, rechts die Top-Vorlagengeber in allen Wettbewerben. Bei Arsenal fällt vor allem auf, die Tore verteilen sich auf extrem viele Spieler. Gleiches gilt für die Assists, eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Und ja, ein Name sticht besonders vor, Leandro Trossard. Klar, jetzt nicht so der Megastar, aber auch er war im Sommer tatsächlich ein Kandidat beim FC Bayern. Am Ende hat man sich meiner Meinung nach aber glücklicherweise für Luis Diaz entschieden. Und trotzdem, Trossard ist bei Arsenal aktuell einer der absoluten Schlüsselspieler. Aber, und das ist wichtig, Arsenal fehlt gegen Bayern ihr Abwehrchef Nummer 1, Gabriel Magalhães. Eine massive Schwächung für die Londoner, gerade in der Abwehr. Natürlich fehlt auch bei uns mit Luis Diaz ein mittlerweile extrem wichtiger Spieler. Das tut weh, keine Frage, aber in der Aufstellung gleich
schauen wir uns an, wie Kompany das kompensieren könnte. Was die Bayern-Offensive angeht, Leute, das Trio Diaz, Olise, Harry Kane kommt zusammen bereits auf 26 Bundesligatore. Damit sind sie das gefährlichste Offensivtrio in Europa in den Top 5 Ligen. Vor Real mit 21 Toren oder auch Olympique Marseille mit 19. Okay, klar, Luis Diaz fällt leider erstmal aus. Beide Teams, Arsenal wie auch Bayern, gehören aktuell unumstritten zu den Top 4 Mannschaften Europas. Aber für mich persönlich und wahrscheinlich auch für euch von vielen ist der FC Bayern momentan das beste Team in Europa. Also Arsenal London hat in aktuell 17 Saisonspielen bis jetzt 14 Mal gewonnen, 2 Unentschieden gespielt und mittlerweile aber auch ein Spiel verloren. Mit einem Gesamttorverhältnis von 35 zu 5 Toren. Ja, und die Bayern 18 Spiele, 17 Siege, 1 Unentschieden und mit einem Megatorverhältnis von 64 zu 15 Toren. Das sind 3,5 Tore erzielt pro Spiel. Also das wird ein Megaspiel. Und jetzt, liebe Bayern-Fans, schauen wir uns endlich die mögliche Aufstellung von Vincent Kompany für das königsklassige Auswärtsspiel beim FC Arsenal an. Ja Leute, das hier könnte sie also sein, die mögliche Kompany-Aufstellung für unseren FC Bayern im Champions League Topspiel gegen Arsenal London. Luis Diaz fehlt ja aufgrund seiner roten Karte aus dem PSG-Spiel. 3 Spiele Sperre bis jetzt. Der FC Bayern legt aber Einspruch ein, denn intern hatte man eher mit einem Spielsperre gerechnet. Deshalb sehe ich auf der linken Außenbahn ganz klar Serge Gnabry. Kompany hat ja bereits gesagt, dass Gnabry für das Champions League Spiel in London wieder fit sein wird. Und natürlich kann ein Gnabry auf jeden Fall links außen spielen. 151 Spiele in seiner Karriere bis jetzt auf dieser Position, 50 Tore, 20 Torvorlagen, also schon Weltklasse Werte. Und jetzt kommt's, für mich muss Lennart Kahl auf die 10. Auch wenn er erst 17 Jahre ist, was der Junge aktuell abliefert, einfach nur mega. Technisch überragend, extrem torgefällig und mit Olise und Kane versteht er sich mittlerweile auch schon sehr gut. Erfahrung, ja, die fehlt noch, aber ohne Einsatzzeiten bekommt man die halt auch nicht. Für mich glasklar, Kahl muss gegen Arsenal starten, egal ob rechts außen oder halt auf der 10er-Position. Und Michael Olise könnte ebenfalls problemlos die 10 übernehmen, haben wir auch schon in Frankreichs Nationalmannschaft gesehen. Olise hat eine unfassbare Spielübersicht, butterweiche Technik und ist mega brandgefährlich. Was er zuletzt gegen Freiburg gezeigt hat, war einfach Weltklasse. Für mich gehört Olise aktuell zu den 5 besten Spielern der Welt. Die Bayern-Offensive wäre damit Gnabry, Kahl, Olise und Harry Kane natürlich im Sturm. 4 absolute Kracher in der Offensive. Und im Spiel werden die Positionen sowieso ständig gewechselt. Kahl rechts, Olise zentral, Gnabry einrückend, alles möglich. Das macht Bayern ja so unberechenbar und erfolgreich in dieser aktuellen Saison. Und die Defensive auch klar strukturiert. Manuel Neuer im Tor, links Leimer, in der Innenverteidigung Tah und Upamecano, rechts erstmal Stanisic. Wobei Kompany eventuell auch Stanisic links und Leimer rechts stellen könnte. Auf der 6 kehrt Joshua Kimmich wieder zurück in die Startelf. Im Freiburg-Spiel wurde er noch geschont und ist jetzt wieder voll fit und mit dabei. Neben ihm spielt definitiv Alexander Pavlovic. Seine Ruhe am Ball, sein Positionsspiel, seine Übersicht, perfekt für Kompanys Spielstil. Also mal ehrlich, liebe Bayern-Fans, diese Aufstellung sieht doch schon richtig stark aus, oder? Wie würdest du die Bayern aufstellen? Schreib es mir mal gerne unten in die Kommentare. Bevor wir noch über die Bayern-Taktik reden, schauen wir mal kurz auf die mögliche Startelf von Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Hier sehen wir also, wie die Londoner wahrscheinlich spielen könnten. Abwehrchef Gabriel Magalhaes fehlt. Das ist schon ein Riesenverlust. Statt ihm könnte dann Hincapie starten. Man kennt ihn ja noch von Bayer Leverkusen.
Auch Odegaard ist fraglich. Manche melden ihn verletzt, manche nicht. Ich habe ihn vorsichtshalber erstmal rausgelassen. Aber trotzdem, die Offensive auch bei London ist richtig stark. Ihr seht Trossard, Saka über rechts und im Sturm Neuzugang Victor Gyökeres, wobei auch wohl er angeschlagen ist. Dahinter auf der 6 Zubimendi und Declan Rice, ein brutal starkes Mittelfeld. Und aufgepasst, Arsenal ist extrem gefährlich bei Standards. Von 20 aktuell Premier League Toren haben sie 12 Tore nach Standards gemacht. Da müssen die Bayern hellwach sein, keine unnötigen Fouls, keine Ecken verschenken. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn der FC Bayern so auftritt wie gegen PSG oder auch in der Bundesliga, dann können sie auch bei Arsenal gewinnen. Die Bayern müssen die Ballkontrolle übernehmen, Arsenal früh pressen und in der Offensive ihre Qualitäten ausspielen. Besonders mit Gnabry, Olise, Lennart Karl und natürlich Harry Kane, der London ja auch noch aus einer Premier League zeigt, in- und auswendig kennt. Wenn die Bayern genauso kompakt und mutig auftreten wie beim Auswärtsspiel in Paris, dann holen sie auch jetzt in London 3 Punkte. Davon bin ich absolut überzeugt. Und damit kommen wir zu meinem Fußballtipp. Ich tippe auf ein 2:1 Auswärtssieg für den FC Bayern München. Und jetzt seid ihr dran, liebe Bayern-Fans. Was ist euer Tipp? Ab damit in die Kommentare. Wenn euch meine Bayern-Prognose gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen hoch da. Zusammen packen wir die 100 Likes. Und abonniert Werners Fußballecke, damit ihr kein neues Bayern-Video mehr von mir verpasst. Also dann Daumen drücken und bleibt sportlich. Wir sehen uns. Tschüss.